Jambo, jambo bwana, habari gani? Nzuri sana, wageni mwakaribishwa Kenya yetu, hakuna matata. Das Masai Mara Reservat in Kenia. Eines der faszinierenden Naturschutzgebiete des Planeten, in dem unaufhörlich wandernde Pflanzenfresser leben und Raubtiere, die ihnen auflauern. So stellen wir uns die afrikanische Savanne vor. Aber das Leben der Savannentiere lässt sich nicht reduzieren auf Fressen und Vermeiden, gefressen zu werden. Der Tag bricht an in der Masai Mara. Die locker mit Büschen und Baumgruppen bestandene Savanne erstreckt sich über 1500 Quadratkilometer entlang der tansanischen Grenze. Berühmt ist das Reservat vor allem wegen der eindrucksvollen Gnu-Wanderung, die jedes Jahr einsetzt, sobald die Trockenheit die Grassavannen im südlichen Nachbarland auszehrt. Im Vordergrund ein Rudel Löwen, das von diesem Paar angeführt wird. Um sie herum die Tiere, in deren Nähe sie am häufigsten anzutreffen sind. Zebras, Gnus, Elefanten, Impalas und Giraffen. Warum gibt es so viele Pflanzenfresser in der Masai Mara? Weil die Savanne 2 bis 3 Wochen nach den sommerlichen Regenfällen frisches, proteinreiches Gras bietet. Schößlinge, die plötzlich aus dem Boden sprießen. Für diese Weidegründe sind die Gnus bereit, vom Süden der Serengeti-Ebenen 700 Kilometer heraufzuwandern. Auch die Zebras begeben sich auf diese Reise, meist in problemloser Gemeinschaft mit den Gnus. Wie es sich gehört, fordern die Löwen ihren Tribut von den Herden. Oder eher die Löwinnen, denn sie sind es, die jagen. Tage, ja Wochen hindurch wandern, um die richtigen Gräser oder Blätter zu finden, das ist das Los sämtlicher Pflanzenfresser der Masai Mara. Die Elefanten bewegen sich gerne in der Morgenfrühe fort, um die Hitze des Tages zu vermeiden. Wie langweilig sind diese langen Märsche für die jungen, immer zum Spielen aufgelegten Elefanten. Grundsätzlich führt die Matriarchin, eine alte, erfahrene Leitkuh, die Herde an. Sie kennt die Wege auswendig, die zu den nahrungsreichsten Plätzen führen. Hin und wieder duldet sie eine Pause. Die Jungen brauchen das. Sie müssen schon einmal üben für die rüden Auseinandersetzungen des Erwachsenenlebens. Doch wenn sie zum Aufbruch ruft, folgen alle. Fast alle. Trägt man den Kopf in 5 Metern Höhe auf dem Hals, erspäht man problemlos die gefährlichen Fleischfresser. Einer der Vorteile dieses ungewöhnlichen Körperbaus. Der andere, man reicht an die Baumwipfel heran, die dem Fußvolk der Pflanzenfresser verwehrt bleiben.
Diese beiden Maasai-Giraffen sind Bullen und Rivalen. Mit ihrem merkwürdigen Schwingen und Wiegen der Hälse versuchen sie einander einzuschüchtern. Da keiner der beiden bereit ist nachzugeben, kommt es zum Schlagabtausch. Die Herden, die manchmal bis zu 30 weibliche Tiere und Junge zählen, sind den lieben langen Tag auf Nahrungssuche unterwegs. Ihre bevorzugte Pflanze ist die Akazie, die auch den gesamten Vitaminbedarf deckt. Das hübsch geschwungene Gehörn ist der Stolz der Impala-Böcke. Das Gehörn kann bis zu 80 Zentimeter lang sein und es lässt kein Weibchen unbeeindruckt. Warum? Weil die Größe dieses Attributs den Wert des Trägers offenbart und weil es die Damen mit dem tüchtigsten Erzeuger zu tun haben wollen. In der Paarungszeit markiert das dominante Männchen ein weiträumiges Territorium. Weibchen, die sein Reich betreten, gehören ihm und wehe dem, der sich ihnen nähert. Da gibt es reichlich zu tun, denn die Harems locken zahlreiche hochmotivierte Bewerber an. Immer heißer brennt die Sonne herab. Die Matriarchin hat ihre Herde in ein schattiges Areal geführt, in dem die saftigsten Gräser der Saison wachsen. Jetzt wird die Geselligkeit genossen und Austausch gepflegt. Elefanten haben eine rührende Art, sich zu begrüßen und sich gegenseitig ihre Zuneigung zu bekunden. Welch fantastisches Werkzeug dieser Rüssel. Mehr als 100.000 Muskeln, eine hochentwickelte Greiffunktion, alles beweglich nach Wunsch und zudem noch zu allerlei Zärtlichkeiten fähig. Für die kleinen Impala-Antilopen beginnt die Selbstständigkeit wesentlich früher. Sie werden nur 5 Monate lang gesäugt. Danach müssen sie äsen wie die Erwachsenen und vor allem jederzeit mit der Herde Schritt halten. Für ein eigenes Territorium müssen sie sich gedulden, bis zum 5. Lebensjahr. Die Wartezeit wird in der Herde verbracht. Die Matriarchin übernimmt instinktiv die Aufgabe, das kollektive Gedächtnis der Sippe zu wahren und weiterzugeben. Sie weiß, wo die ergiebigsten Grasflächen zu finden sind und wo die Wasserstellen. In der Mittagshitze wird das Trinken zur Überlebensfrage.
Die 3 dösenden Nilpferde werden sie kaum am Trinken hindern. Mindestens 60 Liter Wasser am Tag brauchen die grauen Riesen. Außerdem gibt es in den sumpfigen Flussarmen Mineralsalze, die nirgendwo sonst zu finden sind. Die Tränke ist auch Treffpunkt. Hier können die einzelgängerischen Bullen wieder Kontakt mit der Herde aufnehmen und vielleicht ein Weibchen begatten. An eine professionelle Reinigungskraft delegieren die Büffel zum Teil ihre Körperpflege an den Madenhacker, der froh ist über die günstige Nahrungsquelle. Wo zu trinken finden, das ist die ständige Sorge aller Savannenbewohner. Ein Zebrahengst hat umso mehr Erfolg bei den Stuten, je näher sein Territorium an einer Wasserstelle liegt. Doch gerade weil ein Wasserloch so viele Tiere anzieht, ist es nicht nur Lebensquell, sondern bedeutet auch Lebensgefahr. Denn die Raubtiere liegen oft ganz in der Nähe auf der Lauer. Die beste Verteidigungstaktik: sich möglichst eng zusammenschließen. Vor allem sich nie von der Herde absondern, denn darauf warten die Raubtiere nur. Diesmal haben sich die Zebras unnötig aufgeregt. Die Löwen sind nur zum Trinken gekommen. Rund um das Wasserloch der Löwen kommt das Leben zur Ruhe. Alle scheinen ermattet von den Anstrengungen des Tages. Hier wird einfach ausgeruht. Manche sind eben völlig erschöpft. Bald wird es Nacht über der Masai Mara, wo Tag ein, Tag aus die ewigen Nomaden, die erprobten Jäger und so viele andere Tiere unterwegs sind. Im Wechsel der Jahreszeiten sorgt der Kampf ums Überleben für jenes Gleichgewicht, das gerade Afrikas Natur so eindrucksvoll zu wahren weiß. Freuen Sie sich auf einen festlichen Opernabend.